Kann man Barracudas eigentlich essen? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich während meiner Meeresguidings auf Gran Canaria gestellt bekommen habe. Und ja, natürlich, man kann alles essen und die Dosis macht das Gift, so sagt man. Die Frage, ob man Barracuda essen kann oder nicht, kann man auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern hängt von einigen Faktoren ab und von einem gravierenden gesundheitlichen Problem. Besonders wenn du in tropische Länder reist und dort eben Fisch selber fangen und essen willst, aber auch selbst in Restaurants essen willst, solltest du dich vorab informieren, ob das Problem, das Gift, auf dich zutreffen kann. Bleib also dran, in diesem Video kläre ich es auf. Ciguatera. Es ist keine neue mexikanische Band und auch kein spanisches Gericht, sondern ein Toxin. Das Gift Ciguatera hat man ziemlich spät herausgefunden, ich glaube es war so in den 80er Jahren, und zwar nach zahlreichen Epidemien, speziell in tropischen Ländern, bei Fischern, aber auch bei Fischkonsumenten. Man hat es anfangs vermutlich eben auf eine typische Fischvergiftung durch verdorbenen Fisch geschoben, aber irgendwann kam man darauf, dass da etwas anderes dran sein muss. Wissenschaftliche Untersuchungen machten dann eben das Toxin Ciguatera aus. Was ist das? Und zwar hat man festgestellt, dass sich in tropischen Gewässern auf Algen, auf Korallen, aber auch eben Kleinfischen, die Pflanzen fressen, ein bestimmtes Gift bildet im Stoffwechselprozess, mit anderen Worten die Kacke, die sich dann natürlich in den größeren Raubfischen, die diese Beutefische frisst, anreichert. Es wird nicht ausgeschieden und das bedeutet eben, dass je größer ein Raubfisch ist in tropischen Gewässern, die Wahrscheinlichkeit, dass er einen sehr hohen Anteil hat an diesem Toxin, sehr hoch ist und damit auch die Möglichkeit, dass sich der Mensch daran vergiftet. Das Gift lässt sich nicht durch Braten oder andere Methoden neutralisieren. Der Fisch selber, der Raubfisch selber hat keine Nachteile davon, aber der Mensch. Und es ist halt so, wie beim Fass, das zum Überlaufen durch einen Tropf gebracht wird, ist es auch mit diesem Toxin. Das heißt, anfangs merkst du es unter Umständen gar nicht und irgendwann kommt der Effekt, wo wirklich Übelkeit, Erbrechen und schließlich das Krankenhaus. Aber was heißt denn eigentlich tropische Gewässer und tropische Fische? Laut Wikipedia sollte man aufpassen zwischen dem 35. Grad nördlich und 35. Grad südlich. Aber das ist natürlich Blödsinn. Denn nehmen wir zum Beispiel mal die Westküste der Sahara. Da hat das Wasser 19 Grad und die Wassertemperatur ist nämlich das Entscheidende daran. Es geht um Wassertemperaturen oberhalb von 24 Grad und bei 28 Grad soll wohl die Marke sein, wo eben dieses Gift am stärksten in den Fischen, wahrscheinlich eben auch in den Algenkorallen, vertreten ist. Das heißt, in allen wärmeren Ländern Vorsicht. Spanish Mackerel, Amberjack natürlich, Trevally, also auch GTs, Mahi-Mahi, Yellowfin Tuna und noch einige mehr. Wie kommt es aber, dass plötzlich das Thema von der kanarischen Regierung so gehypt wird? Ich persönlich kenne keinen einzigen Fall in diesen über 10 Jahren, die ich dort lebte, dass ich davon hörte, selbst in den Zeitungen las, dass irgendjemand an einer Ciguatera-Vergiftung gar gestorben sei. Aber plötzlich wird das hier auf der kanarischen Seite schwer hervorgehoben und man soll äußerst dringend darauf achten. Ich sehe da eher einen Marketing-Trick. Und schauen wir mal uns auch ein bisschen die Unlogik an, welche Fischarten die kanarische Regierung für gefährlich hält und ab welchen Kilos. Das hier ist die Webseite der kanarischen Regierung, wo man über das Thema aufklärt und eben davor warnt. Sinnigerweise in keiner anderen Sprache als Spanisch, wo es doch eigentlich sehr wichtig wäre, dass man besonders die Touristen vor dieser vermeintlichen Gefahr schützt. Den Artikel bebildert man auch ausgerechnet mit dem Barracuda bzw. einem Barracuda-Schwarm. Denn der Barracuda sieht halt giftig aus und das Gerücht, dass er giftig sei, das scheint sich schon seit langem zu halten. Aber ob bewusst oder unbewusst, zeigt man auch Aquakulturen. Und ich glaube, in diese Richtung geht es. Man möchte einfach speziell die Einheimischen, die natürlich auch unter der Hand Fisch verkaufen, beziehungsweise verhindern, dass der Fisch verkauft wird, weil eben Konsumenten denken, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wo der herkommt, nachher ist der Fisch giftig, wenn ihn ein Hobbyangler gefangen hat. Diesen Eindruck bestärkte für mich die Liste, die die kanarische Regierung veröffentlicht hat zu Fischarten und deren Gewichte, die man beachten sollte. Ich halte sie für unlogisch und wissenschaftlich nicht haltbar. Fangen wir an mit dem Madrigal, der Bernsteinmakrele. Eine Fischart, die durchaus Ciguatera enthalten könnte, wenn sie sich in tropischen Gewässern bzw. Temperaturen bewegt hat. Allerdings sind dann 10 Kilo viel zu viel. Hier sollte man schon bei 5 Kilo ansetzen. Auch bei Mero, dem großen Zackenbarsch, ist es durchaus möglich, dass er Ciguatera enthält, wenn er sich denn in tropischen Gewässern aufgehalten hat. Denn anders als die Bernsteinmakrele ist der Mero, der Zackenbarsch, kein Wanderfisch, sondern stationär. Die kanarischen Gewässer und speziell in den Tiefen ist es einfach zu kalt, dass er Futterfische aus tropischen Gewässern gefressen haben könnte. Den Bluefish
schon ab 2 Kilo als Ciguatera gefährdet einzustufen, halte ich für Humbug. Denn der Bluefish hält sich am liebsten in Wassertemperaturen zwischen 20 und 24 Grad auf und kommt auch selten mit tropischen Beutefischen in Kontakt. Ähnlich sieht es beim Abade, dem braunen Zackenbarsch, aus. Anders als sein größerer Bruder bevorzugt er kühleres Wasser in Küstennähe und hat als stationärer Küstenbewohner kaum Möglichkeiten, mit tropischen Fischen in Kontakt zu kommen. Gegenteilig unsinnig sieht es allerdings mit dem Peto, dem Wahoo, aus. Das ist sehr wohl ein tropischer Fisch und dazu noch ein Wanderfisch. Und hier 35 Kilo als Obergrenze anzugeben, halte ich für gefährlich. Ganz davon abgesehen, dass solche Fische auch jede Menge Quecksilber angereichert haben. Ich würde die Grenze bei 10 Kilo setzen. Ja, und der Barracuda? Was denn eigentlich mit dem Barracuda? Man zeigt ihn doch hier schön auf der Startseite, dass jeder Angst bekommen muss vor diesem giftigen Fisch. Um es kurz zu machen, der Barracuda, der um die kanarischen Gewässer schwimmt, den man als Gelbmaul, Yellowmaus oder europäischer Barracuda bezeichnet, der ist nicht giftig. Den könnt ihr bedenkenlos essen, aber der große atlantische Barracuda zum Beispiel oder Barracuda, die in Thailand auf den Philippinen rumschwimmen, die solltet ihr nicht essen, denn die sind sehr belastet, nicht nur eben mit Ciguatera, sondern mit allen möglichen anderen Stoffen, wie zum Beispiel Quecksilber. Und jetzt noch zur Anschlussfrage, die vielen von euch sicher im Kopf schwebt. Wie schmeckt denn eigentlich Barracuda, wenn man ihn denn essen kann? Das Fleisch ist weiß, ein bisschen fettig, lässt sich sehr gut filetieren, grillen, braten. Ich mag ihn und ich freue mich drauf, dass ich ihn schon in ein paar Wochen auf den Kanaren wieder fangen und verspeisen kann. Von dort gibt es natürlich neue Videos, aber vorab werde ich euch noch ein Video präsentieren, in dem es um das digitale Angelfangbuch geht, das man neuerdings auf den Kanaren braucht. Bis dann!